Hallo, mein Name ist Steffen Hund. Willkommen zu unserem heutigen Snapshot zum Thema Strompreisbremse und die Wirkung auf den deutschen Markt für Power Purchase Agreements. Die Strompreisbremse, die ja am 16.12.22 vom Bundesrat beschlossen wurde, soll die sogenannten Zufallserlöse, also die Erlöse, die ein Produzent von Grünstrom aufgrund hoher Marktpreise erzielt, an die Verbraucher abführen. Hierbei setzt die Bundesregierung voraus, dass der Strom auch tatsächlich zu Marktpreisen veräußert wurde. Allerdings trifft das gerade bei sogenannten Power Purchase Agreements häufig nicht zu, denn im Rahmen dieser Verträge vereinbaren Produzent und Konsument einen Festpreis, der häufig unabhängig vom Marktpreis besteht. Für eine PPA-Form stellt sich diese Frage ganz besonders, ob Zufallsgewinne überhaupt erzielt wurden, die insbesondere unter § 18 Strompreisbremsengesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 9 Strom-PPG abgeschöpft werden sollen. Die Rede ist hier von sogenannten virtuellen PPAs, anhand derer ich einige kritische Aspekte der Strompreisbremse hervorbringen möchte. Solche Verträge fungieren als finanzieller Hedge gegen schwankende Marktpreise und koexistieren häufig zur physischen Stromproduktion. Hier im Beispiel vereinbaren Produzent und Käufer einen Festpreis von 150 € die Megawattstunde. Der Produzent speist nun im Rahmen eines virtuellen PPAs physisch Strom ins Netz und veräußert diese Menge über einen Direktvermarkter zu Marktpreisen. In Case 1 liegt der Marktpreis bei 350 € die Megawattstunde. Da nun der Produzent mehr Umsatz macht, als er unter dem PPA vereinbart hat, muss er die Differenz von 350 minus dem vereinbarten Festpreis 150, also 200 € pro Megawattstunde an den Konsumenten abführen. Also ergibt sich daraus ein tatsächlicher Erlös von 150 € die Megawattstunde, also der vereinbarte Festpreis. In Case 2 würde der Produzent 150 € die Megawattstunde Festpreis minus 60 € die Megawattstunde Marktpreis, also 90 € die Megawattstunde vom Konsumenten erhalten. In diesem Falle wäre der realisierte Erlös ebenfalls 150 € die Megawattstunde. Die Strompreisbremse sieht für solche Hedges keine klare Regelung vor, sodass sie dem Risiko ausgesetzt sind, dass sie für den Marktpreis abgeschöpft wurden, obwohl sie nur den Festpreis erhalten. Hier also der Strike von 150. Bei hohen Strompreisen wie im Case 1 würde das bedeuten, dass die Produzenten quasi doppelt abgeschöpft würden. Einerseits vom Konsumenten, dem auf Basis des virtuellen PPAs die Ausgleichszahlung bei hohen Strompreisen ja zusteht, und andererseits der Staat, der auf Basis des Marktpreises abschöpft. Aus diesem Grund sehen unter anderem auch viele Verbände, wie beispielsweise der BDEW, mit einem Positionspapier vom November 22 eine solche Regulierung kritisch. Die Abschöpfung nicht realisierter Erträge, also auch solche, die qua Vertrag an den Konsumenten weitergeleitet werden müssen, könnten beispielsweise gegen die EU-Notfallverordnung 2022/1854 verstoßen, die explizit auf realisierte Erträge abstellt. Ferner könnte die Abschöpfung einem Geschäft mit konfiszierender Wirkung gleichkommen. Demnach könnte eine Abschöpfung gegen Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz verstoßen. Verträge mit konfiskatorischer Wirkung wurden in der Vergangenheit bereits vom Bundesverfassungsgericht als Verstoß gegen Artikel 14 Grundgesetz gewertet. Aus ökonomischer Sicht hätten die Produzenten einen Anreiz, die PPA-Preise, hier die Strike-Preise, bis zur Obergrenze der Abschöpfung auszunutzen. Hier hätte die Strompreisbremse sogar einen entgegengesetzten Effekt, da Produzenten, die normalerweise deutlich unterhalb der Abschöpfungsgrenze verkauft hätten, nun ihre Preise den neuen regulatorischen Vorschriften anpassen. Die Folge wären zum Teil höhere Strompreise für die Endverbraucher. Eine solche Entwicklung könnte sogar den Strompreis in der gesamten Europäischen Union verzerren, da nun die billigsten Kraftwerke einen Anreiz haben, die Verkaufspreise bis kurz vom Marktpreis inklusive des Abschöpfungsbetrages zu erhöhen. Gemessen am Ziel der Strompreisbremse, nämlich die Überschusserlöse an den Endverbraucher weiterzuleiten,
kann man an dieser Stelle zusammenfassend Folgendes festhalten, nämlich, dass ein Power Purchase Agreement oder kurz PPA eine gleichgerichtete Wirkung entfalten kann und oftmals auch noch zu höheren Kosteneinsparpotenzialen für Endverbraucher führt. Sollten Sie Interesse haben, sich näher mit dem Thema PPA zu beschäftigen, empfehle ich Ihnen unsere PPA-Plattform ReWave, die Sie unter www.re-wave.com erreichen, oder Sie klicken den Link unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.